Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich möchte dir heute die Burgruine Rabenstein in Kärnten zeigen und dir ein wenig die Geschichte von ihr erzählen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Also, los geht's. Hoch über dem Markt St. Paul im Lavantal, auf einem 691 Meter hohen Felshügel, erhebt sich die Ruine der Burg Rabenstein. Die einstige Felsenburg wurde um das Jahr 1100 errichtet und diente über Jahrhunderte hinweg als Schutz- und Machtzentrum in einer der geschichtsträchtigsten Regionen Kärntens. Der Rabensteiner Berg war bereits lange vor dem Mittelalter besiedelt. Archäologische Funde belegen eine Nutzung seit der Jungsteinzeit. In den umliegenden St. Pauler Bergen lassen sich zudem bronze- und eisenzeitliche Siedlungsspuren nachweisen. Ein Hinweis auf die strategische und klimatische günstige Lage dieses Höhenzuges. Im Jahr 1091 gründete Engelbert I. Graf von Spanheim das Benediktinerstift St. Paul im Lavantal. Um dieses geistliche Zentrum zu schützen, wurde ein bestehender Beobachtungsturm auf den Rabensteiner Berg nach 1100 zu einer wehrhaften Burg ausgebaut. Nach Engelberts Tod im Jahr 1096 ging die Anlage an seinen Sohn, Siegfried II., Graf der Grafschaft Lebenau. Einer der früheren Burgherrenfamilien nannte sich selbst von Ramenstein, später Rabenstein. Dieses Geschlecht starb mit Albertus de Ramenstein im Jahr 1200 aus. Durch dynamische Verbindungen gelangte die Burg anschließend an die Grafen von Pfamberg. Ab etwa 1300 befand sich die Burg Rabenstein im Besitz des Salzburger Erzbistums. Die eingesetzten Pfleger standen jedoch häufig im Konflikt mit den Benediktinermönchen von St. Paul. Streitpunkte waren Einkünfte, Grundbesitz, Wälder, Weinberge sowie Frondienste der bäuerlichen Untertanen. Nach dem Tod des böhmischen Königs Wenzel III. Im Jahr 1306 erhob Herzog Heinrich VI. Von Kärnten Anspruch auf die böhmische Krone. Kaiser Albrecht I. ließ daraufhin 1307 die Burg Rabenstein durch Otto von Weizeneck belagern und zerstören, da sie die Burgherren verweigerten, ihm die Anlage zu übergeben.
Kaiser Albrecht I. übergab die zerstörte Burg an den Salzburger Bischof Konrad IV. Von Fronsdorf. Dieser ließ Rabenstein umgehend wieder aufbauen und erweitern und vergab sie als Lehen an Burkhard II. Von Farnsdorf. Im Jahr 1461 erwarb Kaiser Friedrich III. Die Burg. Während des Türkenzuges von 1476, bei dem der Markt St. Paul niedergebrannt wurde, blieb Rabenstein unversehrt. Kaiser Maximilian I. verkaufte die Burg 1514 an Franz von Dietrichstein. Dessen Sohn Seifried ließ die Anlage 1567 zu einem repräsentativen Renaissanceschloss ausbauen. Nach mehreren Besitzerwechseln gelangte Burg Rabenstein 1629 an den Reichsfürsten Hans Ulrich von Eggenberg und noch im selben Jahr zurück an das Stift St. Paul. Im Jahr 1636 wurde die Burg durch einen verheerenden Brand zerstört. Gerüchte beschuldigten Abt Marstaller selbst, da man von der Burg aus mit einem Fernrohr in seine Zelle blicken konnte. Bewiesen wurde dies nie. Die Burg wurde jedenfalls nie wieder aufgebaut. Nach der Aufhebung des Stiftes St. Paul im Zuge der Josephinischen Reformen 1787 gingen Burg und Besitzungen an den Religionsfonds des Staates über. Im 19. Jahrhundert kam Rabenstein schließlich in Privatbesitz. Heute sind noch 3 Wände des quadratischen Bergfrieds, Reste des Palas, der Kapelle sowie Teile der Burgmauer aus dem 12. und 13. Jahrhundert erhalten. Zwischen 1997 und 2002 wurde die Ruine mit Unterstützung der Marktgemeinde St. Paul, des Landes Kärnten und des Bundes renoviert und gesichert. Burg Rabenstein ist heute ein stilles Zeugnis von über 900 Jahren Geschichte. Von der Urgeschichte über das Hochmittelalter bis in die Neuzeit und ein steinerner Wächter über den Lavantal.
Ja, das war das Video über die Burg Rabenstein hier in Kärnten. Ich hoffe, das Video hat dir Spaß gemacht und du lässt mir einen Daumen hoch da, abonnierst meinen Kanal, somit verpasst du keine weiteren geschichtlichen Videos mehr von mir. Freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, dein GoTraveler. Also,